Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute häkeln wir mit euch so ein schönes kleines Deckchen. Dazu habe ich Relana Cotton Softwolle verwendet. So 50 Gramm, 150 Meter, Häkelnadel 3 bis 3,5 kann man verwenden. Insgesamt habe ich ca. 25 Gramm Wolle gebraucht und das Deckchen ist bei mir ca. 27 cm breit. Genau. So, und wie immer für mich ganz wichtig, wenn ihr euren Kommentare unter dem Video schreibt oder einfach Daumen nach oben drückt. Und wir starten jetzt mit dem Deckchen. Ich beginne mit einem Fadenring. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. 15 Stäbchen in den Fadenring. Also hier ein Stäbchen in den Ring. Das erste Stäbchen häkeln. Und dann weitere 14 Stäbchen. Also insgesamt haben wir dann 16 Maschen. So, ich schließe das Ganze zu einer Runde. Hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte. So, eine Kettmasche ist das. Die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Stelle, da wo die 3 Luftmaschen sind, steche ich ein und häkle ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich ein Stäbchen und in das nächste Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen. Eine Masche überspringen und in die nächste Masche häkeln wir wieder 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, eine überspringen, 2 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir dann. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine Masche überspringen stets immer. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 2 Luftmaschen, je in die dritte Luftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. In dieselbe Stelle, wo die Luftmaschen sind, steche ich ein und häkle nochmal ein Stäbchen. In die nächste Masche, in das nächste Stäbchen häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier mache ich in jede Masche praktisch die Maschenzunahme. In das erste Stäbchen 2 Stäbchen. Und in das zweite Stäbchen auch 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und dann wiederum hier das Ganze wiederholen. Also in jedes Stäbchen häkeln wir jeweils 2 Stäbchen. Insgesamt haben wir 4 Stäbchen. Das erste Stäbchen 2 Stäbchen und in das zweite Stäbchen auch 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir.
Also 4 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und eine Kettmasche häkeln. Jetzt beginne ich die nächste Runde. Das ist dann die vierte Runde. So, und in die erste und in die letzte Masche häkle ich die Maschenzunahme. Ich habe jetzt 3 Luftmaschen in dieselbe Masche. Und die 3 Luftmaschen sind, steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Jetzt häkle ich in die Mitte, also 2 Stäbchen, in das nächste Stäbchen ein Stäbchen und in die nächste Masche auch ein Stäbchen. Und in das letzte Stäbchen eine Maschenzunahme. Also wir haben dann 6 Stäbchen insgesamt. 2 Luftmaschen und hier genau das gleiche. In die erste Masche häkle ich 2 Stäbchen. Dann häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich in die dritte Masche die Maschenzunahme, also 2 Stäbchen. Wir haben jetzt insgesamt 6 Stäbchen, 2 Luftmaschen und das Ganze wiederholen wir stets. In die erste und in die letzte Masche jeweils eine Maschenzunahme häkeln. So, die Runde habe ich jetzt zu Ende gehäkelt, hier eine Kettmasche und die 5. Runde häkle ich genauso, also 3 Luftmaschen in die erste Masche, hier direkt wo die Luftmaschen sind. Eine Maschenzunahme, dann hier auf jeden Fall bei dem Stäbchen ein Stäbchen, dann noch weitere 3 Stäbchen häkeln, und in die letzte Masche häkle ich 2 Stäbchen. Ich habe dann insgesamt 8 Stäbchen, 2 Luftmaschen und hier wiederum das gleiche. In die erste Masche eine Maschenzunahme, dann häkle ich 4 Stäbchen und in die letzte Masche auch eine Maschenzunahme. Und wir haben dann insgesamt 8 Stäbchen. So, und das Ganze häkeln wir, bis wir dann am Ende der Runde ankommen. 2 Luftmaschen, 8 Stäbchen. So, wir häkeln jetzt mit euch die 6. Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und in jedes Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen. Das heißt, wir haben dann insgesamt 8 Maschen. Also hier häkle ich keine Maschenzunahme. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und dann in jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen, das heißt, ich häkle dann 8 Stäbchen. Und so häkeln wir dann im Wechsel 3 Luftmaschen, 8 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 8 Stäbchen. Also in jedes Stäbchen häkle ich jeweils ein Stäbchen ohne Maschenzunahme. Und so häkle ich, bis ich am Ende der Runde ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Hier in die dritte Luftmasche einstechen. Und eine Kettmasche häkeln.
So, jetzt häkeln wir die nächste Runde, 3 Luftmaschen. Da häkeln wir auch wiederum 8 Stäbchen, also in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. So, jetzt häkle ich statt 3 4 Luftmaschen und 8 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir stets. 8 Stäbchen, 4 Luftmaschen und so weiter. So schaut es dann auch aus. Also hier häkeln wir 8 Stäbchen, dann 4 Luftmaschen und dann häkeln wir die Runde zu Ende. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 4 Luftmaschen habe ich gehäkelt und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche einstechen und eine Kettmasche häkeln. So schaut die Runde aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. Ich beginne mit 4 Luftmaschen. Hier häkeln wir zusammen abgemaschte Doppelstäbchen. Also ich mache 2 Umschläge. In das nächste Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. 2 Schlingen bleiben auf der Häkelnadel. Jetzt mache ich wieder 2 Umschläge, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Noch ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. Und auf der Seite häkeln wir auch Doppelstäbchen. Also 2 Umschläge, in das erste Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch und die zweiten 2 durch. 2 Schlingen bleiben. 2 Umschläge, in das nächste Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. 3 Schlingen, 2 Umschläge, in das nächste Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen und das letzte Stäbchen, 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. So, jetzt habe ich 5 Schlingen, alle 5 durch. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. Und so schaut es aus und das Ganze wiederholen wir. So, hier haben wir jeweils immer 8 Stäbchen, also die ersten 4 Stäbchen maschen wir ab und dann die zweiten 4 Stäbchen. Also 2 Umschläge, in das erste Stäbchen einstechen, Faden holen und das Ganze wiederholen wir, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt das zweite Stäbchen mit 2 Umschlägen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt das dritte Stäbchen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Und jetzt das vierte Stäbchen. Die ersten 2, die zweiten 2. So, 5 Schlingen, alle 5 durch. Und jetzt 7 Luftmaschen. Und die zweite Seite machen wir genauso. Also 2 Umschläge.
alle 4 Schlingen, alle Schlingen durch. Und jetzt 7 Luftmaschen. Und so dann die Runde zu Ende häkeln. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 7 Luftmaschen. Hier in die Masche stiche ich ein in die Spitze und schließe die Runde mit einer Kettmasche. So schaut es aus. Wenn sich das Ganze hier ein bisschen zusammenziehen sollte, kann man hier statt 7 auch 8 oder 9 Luftmaschen häkeln, so wie es euch am besten passt. Das macht dann nichts aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen. Und hier in den Bogen häkeln wir Stäbchen. Die Stäbchenanzahl kann man hier auch anpassen. Die Anzahl sollte, muss ich gucken, Moment, sollte ungerade sein. So, also 3 Luftmaschen, jetzt häkeln wir hier 10 Stäbchen. Also wir haben dann insgesamt 11 Stäbchen. Und da kann man auch, wie gesagt, mehr oder weniger Stäbchen häkeln. Ich habe jedoch 2 Stäbchen mehr gehäkelt, also statt 11 haben wir dann 13 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen, einen Bogen überspringe ich und hier, also immer hier zwischen, häkle ich dann 13 Stäbchen. So schaut es aus und das Ganze wiederholen wir stets. 5 Luftmaschen, 13 Stäbchen. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Den Bogen überspringen, hier zwischen 13 Stäbchen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 7 Luftmaschen, je in die dritte Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, jetzt häkeln wir die abschließende Runde. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir wieder zusammen angemaschte Stäbchen. Also 2 Luftmaschen. Jetzt hole ich den Umschlag, hier in dieselbe Stelle einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt 3 Luftmaschen. So, jetzt hier das Stäbchen überspringe ich, in dieses zweite Stäbchen häkle ich jetzt wieder zusammengemachte Stäbchen, also Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, jetzt nochmal ein Umschlag, einstechen in dieselbe Stelle, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch, 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen überspringe ich, in das nächste Stäbchen, Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlag, einstechen in dieselbe Stelle, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch, 3 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir stets, Umschlag, ein überspringen, in die nächste einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, Umschlag, in dieselbe Stelle einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen durch, 3 Luftmaschen. So schaut es aus und so häkeln wir, bis wir hier am Ende vom Bogen ankommen. So schaut der Bogen aus. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir auf der anderen Seite, also bei dem nächsten Bogen.
Hier in das erste Stäbchen steche ich ein. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, nochmal ein Umschlag, einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, 3 Schlingen durch, 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen überspringen in das nächste Stäbchen, das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, alle 3 Schlingen durch, 3 Luftmaschen. Und das Ganze stets wiederholen. So schaut es dann aus. Und zwischen diesen Bögen häkeln wir dann auch diese 3 Luftmaschen. Man kann eigentlich auch weniger Maschen häkeln, wenn das abstehen soll, muss ich ausprobieren. Man kann vielleicht auch 2 Luftmaschen häkeln. Müsst ihr schauen, wie es am besten bei euch ausschaut. Jetzt wieder 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen zusammen abgemascht. So schaut es nochmal aus. Ich versuche hier jetzt 2 Luftmaschen zwischen den Bögen zu häkeln und hier wieder in das erste Stäbchen einstechen und 2 Stäbchen häkeln. So, und das Ganze häkeln wir, bis wir dann am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich hier am Ende der Runde. So schaut es aus. 2 Luftmaschen habe ich gehäkelt, 2 oder 3, je nachdem. Und jetzt schließe ich das Ganze zu einer Runde. Hier steche ich ein. Steche ich am besten ein. Hier einstechen, Faden holen und die linke durch die rechte durchziehen. Und jetzt können wir den Faden lang ziehen und abschneiden. Jetzt können wir den Faden verarbeiten. Ich ziehe den einmal auf die linke Seite, hier irgendwo einstechen. Auf die linke Seite ziehen. So, hier mache ich Folgendes. Steche ich auch irgendwo ein. Den Faden kann man in 2 Teile aufteilen. So, eine Seite ziehe ich einmal hier durch. Jetzt können wir einen Knoten binden. Jetzt kann man den Faden abschneiden. So, und auf diese Weise Fädchen verarbeiten. So schaut das Deckchen dann aus. Also das Ganze am besten auch abdampfen, bügeln. Auf der linken Seite mache ich das meistens. So schaut es dann auch aus. Also ich wünsche dann euch viel Spaß. Macht mit, probiert aus. Ganz wichtig, schreibt mir eure Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.